Bam, Alter. Unser Ausblick vom Frühstückstisch. Schon ziemlich geil. Und die Sonne kommt raus. Es ist sowas zum Kotzen. Was hat Marci gesagt gestern? Lass uns einen Tag verlängern, Ja. morgen wird's Wetter gut. Es ist hart. Hätte Tiki Naja. auch noch da hochgehen können. Ja, jetzt essen wir erstmal unser Frühstück. Bam. Ja, geht's wieder auf. Schwer bepackt. Ist klar, wenn wir abhauen, kommt die Sonne raus. Ach ja. Ich hoffe, dass in Taipei dann wenigstens auch die Sonne scheint und nicht regnet oder irgendwas. Das wäre echt zu schade. Jetzt müssen wir erst wieder hier durch das Dorf. Und zum Bus, dann wieder mit dem Zug. Diesmal haben wir uns ein Hotel ausgesucht, das ist gleich neben der S-Bahn. Von dem her haben wir da nicht weit zum Gehen und es ist sehr praktisch. Alles voll mit solchen Wegen, wo du alles Mögliche kaufen kannst. Haufen Ramsch. Fragt man sich immer, was das hier mit zu tun hat, weil es halt auch alles japanische Zeichentrickfilme sind. Hier kriegst du Tofu geschnitten mit Zeugsel drin. Bällchen in allen größeren Formen. Süßigkeiten. Crab Cakes. Natürlich darf in der Spielhölle nicht fehlen. Teigtaschen. Da kommt noch was, das müssen wir auch noch probieren unbedingt. Diese Buddha's Head heißen die, weil die ausschauen wie der Kopf vom Buddha. Und ja, das ist eine Frucht. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Saure Gurkensaft haben wir auch schon getrunken am ersten Abend, das war super. Das ist auch noch eine Besonderheit hier. Kalt gebrauter Kaffee. Steffi hat es noch nicht probiert, aber das willst du jetzt unbedingt mal machen. Und hier drüben gleich als Nachbar den World Famous Stinky Tofu. Also langsam habe ich mich an den Geruch schon gewöhnt. Morgen ist er fällig. Von so her. Oder übermorgen, maximal übermorgen, weil der fahren wir dann. Und dann sind wir auch schon wieder fast durch. Und gibt es noch ein bisschen Wasser. Jetzt gehen wir erstmal zum Bus. So, dann geht es immer wieder so Treppen runter. Das ist ein bisschen wie San Marino. Alles liegt so am Hang. Dafür ist die Aussicht halt richtig geil dann. Aber ich habe die ja von oben schon gesehen. Schauen wir mal, wo es zur Bushaltestelle geht. Wir haben uns entschlossen, heute noch einen kleinen Hike zu machen. Auf den Elefantenberg. Mal schauen, wie lange wir brauchen. 20 Minuten soll es dauern. Dann sind wir oben. Ich habe gedacht, der ist beleuchtet. Ist er aber nicht. Vielleicht passiert das ja auch erst oben. Na gut. Erst ein paar Höhenmeter sind schon gemacht. Moskitos fangen an, alles klar. Viel zu wie Sau. Jo, guten Abend. Wir waren oben. Sind jetzt auf dem anderen Weg nach unten, weil wir gesagt haben, nö, wir gehen nicht den gleichen Weg wieder zurück. Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen querfeldein, da wurde es auf einmal ganz dunkel. Da haben wir uns gedacht, sollen wir wieder auf den normalen Weg gehen. Sind wir wieder auf den normalen Weg gegangen. Und genau, jetzt muss ich mich schnell umdrehen, weil sonst seht ihr mich nicht mehr. Jetzt fängt es gerade zum Regnen an.
Aber ich glaube, das ist bloß ein bisschen. Wir haben auch schon Hörnchen an uns vorbei huschen sehen. Ein bisschen scary hier so, aber irgendwie trotzdem lustig. Ja. Ich glaube, wir kommen an so einem Tempel dann unten raus. Von da geht dann eine Buslinie. Guten Abend, guten Tag. Puh, heute prellt's richtig runter. Es ist scheiße heiß. Wir haben uns nicht immer eingeschmiert, weil wir das jetzt nicht erwartet hätten. Wir sind jetzt hier zur Endstation zum Taipei Zoo gefahren. Aber in den Zoo geht's nicht. Leider. Naja, keine Ahnung, 20 Minuten anstehen, dass du dann den Panda-Bären anschauen kannst. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, so Tierchen wäre schon okay, aber nee, wir gehen zur Gondel. Wir fahren jetzt eine halbe Stunde lang mit der Gondel. Die gibt es wahrscheinlich auch mit Glasboden. Und in so ein Teeanbaugebiet in den Berg. Und dann schauen wir da oben mal weiter, wie es da geht. Und da kommen sie rein. Und wir sind gleich da drin. Alles klar. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir in der Gondel. Jetzt haben wir gerade noch 2 Philippinen drin gehabt, mit denen haben wir uns angeregt unterhalten, deswegen konnte man noch gar nicht filmen. Jetzt geht es gerade runter, schade, aber es ist echt geil, hier der Glasboden. Mal ein bisschen dreckig, aber besser als nichts. Dafür sind wir dafür eine halbe Stunde angestanden, für dieses Experience. Ja, da hinten kann man die Stadt sehen. Ich mach mal hier raus, da haben wir nicht den Dreck. Kleine Tempel, da schaue ich auch noch hin. Mal schauen, wie die Zeit sich ausgeht. Wenn es dann da hinten wieder den Berg hoch geht, dann zeigen wir euch nochmal ein bisschen mehr. Jetzt ist halt ein bisschen schade. Aber es ist halt alles so wahnsinnig grün. Das ist echt der Hammer. Aber klar, wenn es hier die ganze Zeit pisst, irgendwo muss ja das Wasser hin. Wenn nicht in die Bäume, wohin denn sonst? So, jetzt sind wir oben angekommen. Wir machen einen kleinen Hike zu so einem Wasserfall-Cave. Für uns geht es jetzt erstmal da auf hier. So, der Eingang zu dem Trail war jetzt nicht ganz leicht zu finden, weil es erstmal aussah, wir gehen jetzt zum Haus. Oben hast du aber echt nochmal eine tolle Aussicht. Schauen, ob sich das noch besser, wenn wir noch weiter hochkommen. So schauen bei denen die Friedhöfe aus. Wir haben sie schon öfters an den Straßenrand gesehen, jetzt sind wir mal genau drin. Irgendwie schon cool. Riesendinger, ich weiß ja nicht, ob die ganze Familie dann irgendwie vergraben oder. Das sind schon so ein gruftähnliches Ding, glaube ich. Ja. Yummy. Blatt. Also Blatt. Sieht so cool aus, wenn die das Doppeldecker machen. Also jeder Trail ist bis jetzt immer so ein richtig fester Weg, den wir bis jetzt hatten, gell? Außer bei den Wasserfällen, okay, da gab es mal ein paar Stellen. Der obere Teil, der nicht so ausgebaut war, aber unten dann war auch alles betoniert. Dadurch wird es halt auch manchmal ein bisschen rutschig. Obwohl es jetzt keine großartige Steigung hat. Also jetzt nicht mehr. Aber man, eigentlich hätte der Trail ja geclosed werden müssen. Geschlossen. Weil hier liegt ein Baum drüber. Gott sei Dank haben sie den wahrscheinlich noch nicht entdeckt. Sonst wäre wieder alles umsonst gewesen. Schauen wir noch, was da vorne. Und hier sind die Teeplantagen wieder. Hier steht sie, Kilometer noch. Ja, alles nicht so wild. Der Weg geht auch. Haben wir jetzt gerade ein bisschen verlaufen gehabt. Mussten erstmal Dreckfahrt wieder runter. Aber so ist es. Davon steht da unten überhaupt nichts. Ja, weil ich das nicht mal irgendwie durch Zufall im Internet gefunden hätte, wüssten wir von dieser
diesem Platz halt nichts. Schauen wir mal, ob er wirklich so mystisch ist, wie er im Video ausgeschaut hat. Okay, kommen wir bei so Leuten vorbei jetzt. Also den wir gerade gesehen haben, der war ein bisschen größer. Da hat der Schwanz richtig blau geleuchtet. Hier eine Schlangenhaut. Also vielleicht tust du doch mal schnell meine Turnschuhe raus. Da ist der Weg. Wir haben einen der wenigen Spezies hier gefunden, die schnell laufen. Der allgemeine Chinese, Taiwanese ist eher eine Schnarchtasche. Na klar, 80% der Leute, die auf der Straße unterwegs sind, haben das Handy vor der Nase. Ja, da unten ist er, die Rennsemmel sozusagen. Und ja, die anderen 20% schlafen einfach nur so ein beim Laufen. Ja. Deswegen waren wir jetzt ein bisschen überrascht. Das mussten wir mal kurz zeigen. So, das ist die ganze Zeit Treppe runter. Es kommen noch mehr Treppen runter. Das Scheiße ist, wir wissen, das müssen wir danach alles wieder hoch. So, jetzt müsste dann aber langsam da sein. Und es gibt noch 1000 Treppen runter. Verdammte Scheiße. Oh, dafür haben wir es jetzt auch geschafft. Da hinten ist der Wasserfall. Und dahinter dem Wasserfall ist ein Haus. So habe ich das gesehen. Okay, der Tempel geht eigentlich nach vor dem Wasserfall. Also wäre ich jetzt da unten geblieben. Oh, habe ich noch was entdeckt? Eine große Figur. Wer oder was das ist, kann man natürlich immer wieder nicht lesen. Aber es sieht schon cool aus. Ja, und wie gerade schon erwähnt, geht jetzt da all dabei ab. Mal ganz anders mystisch hier. Ja, da drüben wird irgendwas richtig anstrahlen. Ja. Juppie, juppie. Schöner Trail gemacht, hab's ja alles gesehen. Jetzt geht's wieder runter in die City mit der Gondel. Ja, voll schön da hinten. Auch wie die ganzen Lichtchen hier jetzt leuchten. Ja, es ist dunkler, wie es auf der Kamera wirkt, aber ja, genau. Gut geschwitzt. Aber es hat nicht geregnet, also es war den ganzen Tag eigentlich ziemlich heiß und jetzt
Jetzt zieht es gerade ein bisschen zu, vielleicht regnet es heute Abend noch. Wie gesagt, jetzt fahren wir runter, gehen ins Hotel, machen uns ein bisschen frisch und dann. Guten Morgen. Zusammenpackt. Das ist unsere Buchte gewesen. Weiß nicht, ob ich sie schon gezeigt habe. Ich glaube nicht. Ach ja, hier im Kühlschrank, da hinten ist das kleine Bad drin. Ich würde sagen, kleiner, aber fein. Es war echt okay. War auch leise. Man hat sogar mal mit offenem Fenster schlafen können, obwohl wir direkt im Ort des Geschehens sind hier. Ja, jetzt fahren wir zum Hauptbahnhof, verstauen unsere Sachen in irgendeinem Lockerspind oder so. Gehen noch ein bisschen rum und dann um 6, ja, halb 6 müssen wir dann langsam los zum Flughafen. Ja, mal schauen, was wir noch alles sehen heute. Wir machen ja noch was, habe ich gesagt. Jetzt sind wir hier an diesem alten Familiensitz der Familie Linn angekommen. Das ist aus dem 18. Jahrhundert, um genau zu sein, von 1778. Und ja, schauen wir, was es so angeht. Soll richtig interessant sein, weil es halt noch so alte Gebäude sind, so ein alter Garten halt, wie es halt ganz früher mal hier gewesen ist. Ja, so, schauen wir mal rein. Oh, hier ist jetzt der alte Garten. Das ist ein Hütchen. Fischteich mit Goldfische. Man glaubt es kaum, wir sind wieder am Futter. Das ist ein Mittagsschatz, ja. So, guten Tag. Wir sind am Flughafen. Sie macht den Ding. Wir sind durch den Checkout gerade durch. Jetzt geht es dann zum Flughafen. Wir sehen uns in 16 Stunden oder sowas. Keine Ahnung, irgend sowas. Alles klar. Peace.